Stell dir mal vor, dein Zimmer ist ein Hafen. Alle Sachen drin sind von sehr weit hergekommen. Ich würde in die Vergangenheit reisen, weil ich wissen will, wie es da in der Schule war und was die in den Pausen gemacht haben. Die Ausstellung geht um das Thema Reisen, weil Kinder und Jugendliche die Welt entdecken wollen. Reisen bedeutet Bewegung, Abenteuer, Perspektivwechsel und ich denke, für Kinder ist nicht so aufregend, wie neue Welten zu entdecken. Eine Reise könnte auch 1 Minute oder weniger oder mehr dauern. Ein Traum ist auch eine Reise. Und eigentlich ist fast alles eine Reise. Das ist mehr oder weniger entstanden aus einem Spielfeldraster heraus, das sich wiederum ganz stark auf die vorgegebenen Abstandsregeln bezieht, also auf diese 1,50 Meter. Und daraus ist quasi ein großes Spielfeld entstanden mit 32 Feldern. Es sind eigentlich unterschiedliche Stationen, die auf den ersten Blick sehr bunt und irgendwie durcheinander wirken, aber zugrunde liegt diesen Stationen ein Raster, das eben wie ein Spielfeld funktioniert. Also es gibt zu diesem Raster einen Spielplan, den man sich im Eingangsbereich mitnehmen kann und anhand dessen man sich sozusagen auch durch die Ausstellung bewegen kann. Es ist der Plan, dass diese Ausstellung selbst auch auf Reisen geht. Deswegen haben wir sie auch so geplant, dass man sie relativ klein zusammenpacken kann. Also das Ideal wäre natürlich, dass sie in einen Bus passt und man sie an jeden beliebigen Ort wieder aufbauen kann. In Europa. In Europa oder weltweit. Wäre schön. ¿Cómo te gustaría viajar a algún sitio? Me gustaría ir en avión. ¿A dónde te gustaría viajar? A América, a Marruecos y Holanda. ¿Con qué te gustaría viajar? ¿Con coche, con tren, en avión, con taxi o en avión? En metro. Έχω μεγαλώσει με ταξίδια και μ' αρέσει αυτό. Κάθε μέρα για μένα μπορεί να περάσει με ένα κανονικό ταξίδι ή με ένα φανταστικό ταξίδι. Nummer 5. Steck ein Dia in den Schlitz. Auf der Rückseite des Dia-Betrachters. Was siehst du auf den Bildern von Dani Chodowiecki? Wie sind die Leute damals gereist? Träume sind eigentlich was das Gehirn verarbeitet, den Tag, und daraus entstehen unsere Träume. Beschäftigung in der Nacht, sozusagen, ist das für mich. Weil sonst würde man Langeweile haben.
Ich reise nach Madeira, um Unge zu treffen. Und du? Ich reise nach Hawaii, weil mir Vulkane gefallen. Und du? Ich reise nach Berlin, um meine Familie zu sehen. Und du? Ich reise nach Berlin, weil ich die Stadt mag. Du? Stell dich vor das Meer, nahe zur Wand. Blick über das ganze Spielfeld auf die gegenüberliegende Wand. Was siehst du? Die Idee war, dass man sozusagen am Meer, dass man ans Meer reisen kann. Ja. Ja, da könnte man sich quasi vorstellen, man die Augen schließt, dass das ein Portal ist und dass man da durchgehen kann. Und dann kommt man halt so in ein anderes Zimmer und das kann man immer wieder neu gestalten, das andere Zimmer. Manchmal da höre ich auch so wie die Bücher so ein bisschen immer so hin und her rascheln, so ein bisschen. Also es gibt natürlich die Urlaubsreise, es gibt die Abenteuerreise, oder eine Reise ist natürlich mit Abenteuer verbunden, aber es gibt eben auch Reisen, die gar nicht wirklich stattfinden, sondern die man sich erträumt oder erdenkt. Um diese Reisen geht es, und es geht natürlich auch um die Reisen, zu denen Menschen gezwungen werden. Cette foule moutonnière rassemblée au cœur de Vienne, Hitler éprouve les effets de son éloquence fruste et brutale. No one knows what is going to happen within the next 24 or 48 hours. Das heißt ja auch auf den Spuren von Walter Benjamin. Wir laufen dann irgendwie diese Strecke, lesen vielleicht gleichzeitig Sachen von ihm. Also hat er sich in allen möglichen, im ganz künstlerischen Rahmen halt ausgetobt und ich glaube, das macht ihn halt auch so interessant. Was ich auch ganz gut finde, wäre vielleicht auch mal wirklich festzuklären, was machen wir, wenn sich die Lage jetzt nicht bessert und wir quasi dann auch nicht die Möglichkeit haben, nach dem Abi zu fahren, wie wir dann irgendwie das Projekt so für uns abschließen. Ich glaube, man kann jetzt schon noch davon ausgehen, weil es ist halt Sommer dann. Das war ja letztes Jahr auch so. Wir laufen dann irgendwie diese Strecke und lesen vielleicht gleichzeitig Sachen von ihm und schauen uns seine Grabstätte an. Aber, also ich meine, wir werden ja nicht Kontakt mit seinem Geist aufnehmen oder so. Also wir freuen uns. Egal, was auf uns zukommt und egal, auch im Endeffekt, wenn wir auch nicht dorthin verreisen können, ist es halt trotzdem, einmal trotzdem so die ganzen Treffen und so viel gelernt und auch mitnehmen können. Und auch wenn es am Ende nur so ein Sommerfest sonst so in Berlin wird, dann ist es halt trotzdem, und wir über ihn reden, dann haben wir halt trotzdem die Person kennenlernen können. Und das Die ganze Ausstellung selbst funktioniert wie eine Entdeckungsreise. Viele Workshops konnten nicht stattfinden aufgrund der Pandemie und die werden alle noch in diese Ausstellung einfließen. Und die Ausstellung ist quasi on my way. On her way. On the way. On ja, the way. Das ist gut. Ja? Ja. Die Ausstellung ist on the way. Ja.
war im Jahr 2020, als das Virus Europa erreichte. Meine Heimatstadt Köthen war innerhalb weniger Wochen wie ausgestorben. Und es war klar, wir hatten nicht mehr viel Zeit. Wir sind jetzt zu viert und wir schaffen das. Wir sind ein Team. Ja, du hast recht. Vielleicht finden wir ja doch noch ein Gegengift. Ja, hoffen wir einfach. Hoffen Immer schön. gut denken. Y.